Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Wir packen heute wirklich eine der ganz schweren Fragen an. Absolut. Wie gehen wir denn als glaubende Menschen mit dem Leid in der Welt um? Gerade wenn wir gleichzeitig an einen liebenden, und auch mächtigen Gott glauben. Genau das ist die Spannung. Und dafür schauen wir uns heute mal einen Vorschlag an von Raphael Döhn. Der ist aus seinem Buch Der Mensch in der Verantwortung von 2020. Mhm. Und er bündelt da Gedanken von Hans Jonas, Dorothee Sölle und Abraham Joshua Haschel. Ziemlich spannende Mischung. Und daraus entwickelt er dann einen eigenen christlich-theologischen Ansatz. Okay, also unser Ziel heute: mal schauen, welche Denkanstöße gibt Döhn da. Wie können wir vielleicht Gottes Verhältnis zum Leid besser verstehen? Und was folgt daraus für uns, für unsere Glaubenspraxis? Döhn legt eigentlich direkt los mit einer ziemlich wichtigen Klarstellung, finde ich. Er sagt, Leute, eine endgültige, alles erklärende Antwort auf diese Theodizee-Frage, die gibt's nicht. Okay, das ist schon mal ehrlich. Ja, total. Unser Verstand ist begrenzt. Gott bleibt letztlich ein Geheimnis. Aber, und das ist sein erster Punkt, er sagt auch ganz klar, sich dieser Frage nicht zu stellen, das ist gefährlich für den Glauben. Ah, okay. Inwiefern gefährlich? Naja, er meint, der Glaube kann dann erstarren oder irrelevant werden, sich so von der Welt, von der Realität abkoppeln. Verstehe. Es geht also darum, den Glauben zu verantworten. Nicht trotz, sondern vielleicht gerade angesichts des Leids. Sein Ziel ist also eher so ein Antwortansatz. Genau, ein Antwortansatz, der muss ehrlich sein, aus der persönlichen Betroffenheit kommen und er muss natürlich Kerninhalte vom christlichen Glauben aufgreifen, aber eben auch die menschliche Verantwortung mitdenken. Okay. Aber worauf stützt er sich da hauptsächlich? Bibel und Tradition, nehme ich an. Ja klar, das ist ein zweiter Punkt. Die christlichen Quellen sind zentral, logisch, aber Döhn sagt eben auch Blick über den Tellerrand. Aha. Er bezieht ganz bewusst jüdische Denker mit ein, wegen der gemeinsamen Wurzeln, der Ethik, der langen Dialoggeschichte. Aber auch Philosophie, Literatur. Das kann alles helfen, den eigenen Glauben zu vertiefen und auch mal kritisch zu hinterfragen. Also nicht im eigenen Saft schmoren, sondern im Dialog den Glauben entfalten. Genau, darum geht's. Dialog und Verantwortung. Gut, das führt uns aber jetzt zur Kernfrage oder Döhns dritter Punkt: Gottes Macht und Gottes Liebe. Das ist doch der Knackpunkt für viele. Wenn Gott lieb und mächtig ist, warum verhindert er nicht das ganze schreckliche Leid? Kriege, Katastrophen. Exakt. Und genau diese Vorstellung von Allmacht, also Gott könnte ja alles verhindern, tut's aber nicht, die hält Döhn für problematisch. Mhm. Das passt für ihn nicht zu Gottes Liebe, gerade wenn man an sowas wie die Shoah denkt. Sein Gegenvorschlag ist deshalb, lasst uns von Gottes Macht der Liebe sprechen. Macht der Liebe. Okay, das klingt erstmal gut, aber was heißt das? Wie zeigt sich die? Zum einen in der Schöpfung. Gott ruft die Welt ins Leben, er erhält sie auch. Creatio continua, sagen Theologen. Aber diese Welt ist eben nicht von Anfang an leidfrei. Weil? Naja, Leid ist halt auch eine Folge von Freiheit. Unserer Freiheit, aber auch der Eigenständigkeit der Natur, ihrer Gesetze. Und zum anderen zeigt sich die Macht der Liebe in der Hoffnung auf Vollendung, also Eschatologie. Die Zukunft bei Gott. Genau, die Hoffnung auf Auferstehung, die sich ja an Jesu Tod und Auferstehung festmacht. Diese Hoffnung, die überwindet das Leid am Ende. Ganz wichtig aber, sie rechtfertigt nicht das Leid, das hier und jetzt passiert. Okay, das ist ein wichtiger Unterschied. Aber wirkt diese Macht der Liebe auch heute? Also jetzt in unserer Geschichte? Greift Gott ein? Ja, aber laut Döhn eben nicht durch so willkürliche Eingriffe von außen. Also kein Deus ex machina. Richtig, das wäre ja auch kaum auszuhalten, oder? Wenn Gott mal hier hilft und da drüben nicht, sondern er wirkt indirekt. Wie meinst du das? Durch seinen Geist. Er inspiriert uns, er wirbt um uns, er bewegt uns zur Liebe, zum Widerstand gegen das Leid. Er ermächtigt uns Menschen zum Guten. Aber, und das ist entscheidend, er zwingt uns nicht. Er schaltet unseren Willen nicht aus. Verstehe. Seine Macht ist also immer die Macht seiner Liebe, seines Wesens. Wie es im Johannesbrief steht: Gott ist Liebe. Genau, das ist untrennbar verbunden. Das klingt schon mal anders als die reine Allmachtsvorstellung. Aber eine Frage bleibt doch: Wenn Gott uns nur inspiriert, bleibt er dann nicht doch irgendwie distanziert vom Leid?
Kühl, das führt doch zu Döns vierten Punkt, oder? Das Mitleiden Gottes. Ja, ganz wichtiger Punkt. Dön betont, Gott ist eben nicht unberührt, apathisch, er leidet mit. Das wird am Kreuz Jesu am allerdeutlichsten. Da ist ja Gott selbst im Leiden gegenwärtig, trinitarisch gedacht. Gott selbst leidet mit. Ja, aber, und hier grinst er sich zum Beispiel von Tendenzen bei Jonas oder Sölle ab, Gott leidet freiwillig, aus Liebe. Er wird nicht vom Leid überwältigt oder davon abhängig. Sein Sein hängt nicht von uns ab. Dön nennt das eine asymmetrische Reziprozität. Asymmetrische Reziprozität. Kannst du das mal kurz übersetzen? Ja, klar. Also vereinfacht gesagt, unsere Beziehung ist gegenseitig. Ja? Gott wendet sich uns zu, er leidet mit. Aber er bleibt doch der souveräne Gott. Er muss nicht von uns gerettet oder erlöst werden. Okay, also er ist tief berührt, mitleidend, aber er bleibt Gott, bleibt frei. Genau das. Das bewahrt Gottes Freiheit und verhindert, dass wir ihn quasi zum Spielball des Leids machen. Er ist nicht ohnmächtig. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Es bewahrt Gott davor, schwach zu wirken. Aber was heißt das jetzt konkret für uns? Für unser Handeln? Das ist doch Döns fünfter Punkt, unsere Verantwortung. Exakt. Und da unterscheidet Dön nochmal. Erstens, wir Menschen sind verantwortlich für viel Leid. Also durch aktives Tun, durch Wegschauen, durch ungerechte Strukturen. Ja, leider. Aber zweitens, wir tragen auch Verantwortung angesichts von Leid, das wir nicht direkt verursacht haben. Naturkatastrophen, Krankheiten. Was heißt das dann? Als Gottes Ebenbilder. Und aus dem Liebesgebot heraus erwächst für uns die Pflicht, zu helfen, zu trösten, gegen sinnloses Leid anzukämpfen. Das gilt universell, aber für Christen ist das nochmal speziell im Glauben begründet. Wobei Dön da auch warnt, oder? Nicht fremdes Leid schnell deuten oder allem Leid irgendwie einen Sinn andichten zu wollen. Unbedingt. Ganz wichtig. Es gibt Leid, das uns vielleicht wachsen lässt, ja, aber es gibt eben auch zerstörerisches, sinnloses Leid. Und da ist Vorsicht geboten bei der Deutung von außen. Und diese Verantwortung, die gilt für die Gegenwart? Genau, aber auch für die Vergangenheit, Stichwort Erinnerungskultur, Dön nennt explizit die Shoah. Und natürlich für die Zukunft. Das Entscheidende ist für ihn dieses Zusammenspiel. Zusammenspiel zwischen Gott und Mensch. Ja, unsere Verantwortung entlastet Gott nicht völlig. Er bleibt Schöpfer einer Welt, in der Leid möglich ist. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir sind nicht allein gelassen. Wir handeln, so Dön, in Gottes Kraft, also durch den Heiligen Geist, getragen von seiner Liebe und eben in dieser Hoffnung auf die endgültige Erlösung. Okay, lass uns das mal zusammenfassen. Dön liefert also keine fertige Lösung, keine Gleichung, die aufgeht? Nein, eher eine Haltung. Eine Haltung, genau. Gott verstehen als die Macht der Liebe. Eine Macht, die mitleidet, aber souverän bleibt. Und gleichzeitig unsere eigene Verantwortung im Kampf gegen das Leid ernst nehme. Und das Ganze getragen und, ja, ermächtigt durch diesen Glauben. Eine Haltung, die sicher anspruchsvoll ist. Die aber den Glauben, finde ich, mitten ins pralle Leben stellt, mit all seinen Brüchen. Ja, das stimmt. Wie klingt das denn jetzt für dich, der du uns zuhörst? Hilft dir dieser Blick auf Gottes liebende Macht, sein Mitgefühl und unsere Antwort darauf? Vielleicht, wenn du selbst oder Menschen in deiner Gemeinde mit dieser, quälenden Frage nach dem Leid ringen? Und vielleicht noch ein Gedanke zu mitnehmen, ein bisschen provokativ. Wenn wir Gottes Macht tatsächlich als Macht der Liebe verstehen, die uns zum Handeln ermächtigt, was wäre denn dann vielleicht diese Woche eine kleine, ganz konkrete Handlung, mit der du auf Leid reagieren könntest? Inspiriert genau von dieser Sichtweise.